Dr. Dieter Duhm. Ich möchte für alle Menschen, die ihn nicht kennen, kurz was zu seiner Person sagen. Dieter Duhm ist Psychoanalytiker, Soziologe und Kunsthistoriker. Er ist der Initiator des Projektes der Heilungsbiotope und Mitbegründer von Tamera und Autor einiger Bücher, darunter Angst im Kapitalismus, Aufbruch zur neuen Kultur, der unerlöste Eros, die heilige Matrix, und vor kurzem erschien sein neuestes Buch Terra Nova, globale Revolution und Heilung der Liebe. Und dieses Interview ist diesem Buch gewidmet. Und meine Anfangsfrage ist fast ein bisschen salopp. Ich möchte den Autor fragen, warum hast du dieses Buch eigentlich geschrieben? Nach so vielen anderen Büchern, was war die spezielle Motivation, dieses Buch der Welt zu schenken? Es geschieht so viel Furchtbares auf der Erde. Und seit 40 Jahren arbeite ich an der Frage, gibt es einen Ausweg? Und dann habe ich einen Lehrgang durchlaufen, 40 Jahre lang, durch Gemeinschaften, durch menschliche Konflikte, durch Liebesthemen aller Art. Ich musste überall hin, wo neue Gemeinschaftsexperimente stattfanden. Und habe das begleitet mit bestimmten wissenschaftlichen Erkenntnissen, die laufend weitergingen aus dem Bereich der Psychoanalyse, der Geschichtsforschung, der Kybernetik, Steuersysteme im Universum und im menschlichen Organismus, bis hin zu Rupert Sheldrake's Büchern über die morphogenetische Feldbildung, alles das zusammen, Chaosforschung. Es gab eine Inbrunst für die Wahrnehmung, diese Welt ist heilbar. Ich habe in medizinischer Kasuistik studiert, K.O. Schmidt und viele andere, um viele Fälle von realer Heilung aus einer scheinbar unmöglichen Situation heraus kennenzulernen und zu verstehen. Bis dahin, wo ich selber in eine vergleichbare Situation kam, aus der ich offenbar halbwegs auferstanden bin. Denn ich bin hier. Die Welt ist heilbar. Es gibt eine heile Matrix für den Menschen und für die Erde und für die ganze Biosphäre. Das ist ein tiefes Wissen. Und ich denke, es war immer da in der Menschheitsgeschichte. Meine Aufgabe, ich war schwer krank, meine Aufgabe bestand darin, dieses Wissen in einer möglichst kurzen und konzentrierten Form zusammenzufassen. So schnell ich konnte, denn ich wusste, ich habe wegen dieser Kopfverletzung wenig Zeit. Und ich danke dafür, dass dieses Buch überhaupt zustande kommen konnte. Da steht die Begründung drin, wie und warum unsere Erde heilbar ist. Wie durch kleine Veränderungen in Gemeinschaften, im Liebesleben, auch im religiösen Denken, eine globale Drehung erzeugt werden kann, welche diese Erde und diese Menschheit heilt. Das habe ich versucht, hier auf 200 Seiten zu beschreiben. Da möchte ich gleich nachfragen. Du hast in dem Buch immer wieder das Wort globale Heilung erwähnt, was eine interessante Verbindung ist für politisch denkende Menschen. Man denkt, wenn man an die Erde denkt, vielleicht an den Kampf gegen den Kapitalismus oder einen Systemwechsel. Du sprichst von der Heilung des Planeten. Und an einer Stelle kommt der Satz: Die Welt, so beschädigt wie sie ist etwa so wenig oder so viel zu retten wie der Organismus eines Menschen, der nach Meinung der Ärzte
an einer unheilbaren Krankheit leidet. Und dennoch verfügen wir über eine schier endlose Kasuistik sogenannter Wunderheilungen. Ja. Kannst du das bitte erklären? Glaubst du, dass man eine globale Wunderheilung herbeiführen kann? Ich glaube, dass man eine globale Heilung herbeiführen kann. Für mich ist das wissenschaftlich gesichert. Wunderheilungen basieren auf einem Heilungsprinzip, was wir heute noch nicht ganz wissenschaftlich erfassen, welches aber einfach durch die Fülle der Fälle rein empirisch überzeugt. Und das, was im menschlichen Organismus an sogenannter Wunderheilung abläuft, beruht auf bestimmten geistigen Gesetzen, inneren Gesetzen der Materie, Gesetzen unserer Welt, die man anwenden kann auf das Ganze. Das Ganze ist ein Ganzes, ein Holon. Der Industriekapitalismus und das Schicksal von Menschen irgendwo in östlichen oder südlichen Teilen der Erde bilden alle zusammen ein Ganzes. Und es geht nicht mehr darum, einen Teil der Menschheit zu bekämpfen, um den anderen zu retten. Man stelle sich vor, im Organismus würde ein Teil bekämpft, um den anderen zu retten. Das macht die Krebstherapie vielleicht. Es gibt ein anderes, prinzipiell anderes Heilungsverfahren, welches sich auf das Ganze richtet. Das Ganze ist eine Einheit und wenn wir da einen Heilungsimpuls hineingeben, dann werden alle Organe und alle Zellen im Menschenleib geheilt. Dasselbe gilt für die menschliche Gesellschaft als Ganzes. Wenn wir da einen Heilungsimpuls hineingeben, wird das Ganze geheilt. Der Kapitalismus wird sich auflösen. Die Griechen werden eine Idee kriegen für die dringend notwendige Autarkie. Südportugal wird verstehen, dass auf der Basis einer ganz neuen Wasserwirtschaft hier eine Loslösung von der Troika möglich würde. Vieles, vieles, vieles. Das braucht nicht missionarisch ausgetragen zu werden. Und es muss auch nicht bekämpft werden, sondern dadurch, dass wir Beispiele setzen für die Heilung, nicht für den Kampf, sondern für die Heilung, ergibt sich dieses System der morphogenetischen Feldbildung ganz tief, weil alles zusammenhängt in dem Holon des Lebens auf der Erde. Wenn an einigen Orten der Erde dieses Beispiel für ein heiles Leben aller Menschen und Mitgeschöpfe gegeben wird, bildet sich ein morphogenetisches Feld für die Heilung. Denn die Matrix der Heilung, das Grundmuster, ist in allen Wesen existent. Es gibt sofort eine Kettenreaktion der Resonanz. Instantan. Ich denke, wir sind schon dabei. Wir müssen nur noch mehr wissen, was wir tun und mehr Intensität und Freude und auch Zielenergie reingeben in diese Arbeit. Deswegen wollen wir eben global, weltweit ein Netzwerk aufbauen von befreundeten Kommunen, Projekten, Riesenexperimenten auch in China, in Kolumbien, die auf dieser Basis kooperieren. Auf der Basis der heiligen Matrix. Das ist eine Weltordnung. Die bestehende Weltordnung ist eine falsche Weltordnung. Das wissen heute alle Leute auf der Erde. Und die heilige Matrix ist ein universelles Lebensmuster und Weltenmuster, dem wir alle angehören. Dieses Muster ist tief eingeschrieben in unseren genetischen Code. Von uns Menschen, von jeder Ratte, von allen Tieren und Pflanzen. Das weiß man heute.
Wir können auf dieser Basis kooperieren mit der gesamten Biosphäre. Und das soll geschehen. Ja, danke für die Antwort. Um diese Heilungsinformation in die Welt zu bringen, betonst du immer wieder, dass es wichtig ist, neben den Veränderungen im politischen und ökonomischen und auch ökologischen Bereich das Innere des Menschen zu verändern. Du schreibst am Anfang, die meisten Zukunftsforscher sind sich heute darin einig, dass wir einen grundlegenden Paradigmenwechsel der menschlichen Zivilisation brauchen, wenn wir das Überleben sichern wollen. Die Konzepte befassen sich fast ausschließlich mit der Außenwelt und ignorieren dabei die weit fundamentaleren Themen der menschlichen Innenwelt. Warum fokussierst du so doll auf diesen inneren Bereich im Menschen? Warum ist das so entscheidend? Die ganze Welt entsteht von innen nach außen. Nicht von außen nach innen. Wir sind nicht das Produkt der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist das Produkt von uns. Wir sind nicht das Produkt der Geschichte. Die Geschichte ist das Produkt von uns. Was im Inneren der Menschheit gedacht wird, geliebt oder gefürchtet, stellt sich im Äußeren dar als Ökonomie, Technologie, Ökologie, all diese äußeren Strukturen. Und die Meinung, man könnte durch die Veränderung äußerer Strukturen das Gesamte heilen, ist ein Irrtum. Wir brauchen die Veränderung der äußeren Strukturen, natürlich. Wir brauchen die Heilung des Wassers, zum Beispiel. Aber alles das würde kollabieren, wenn es von Menschen betrieben würde, die nicht im Inneren gemeinschaftsfähig werden. Homo sapiens ist ein Gemeinschaftswesen, ein Zoon Politikon. Und das ist nicht die Angehörigkeit an einen Staat oder eine Nationalität, es ist die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Und um die wieder zu erreichen, muss der Mensch im Inneren seines Liebeslebens etwas bereinigen. Ganz tief, weil über Jahrtausende, etwa 6 Jahrtausende, das Liebesleben der Menschheit attackiert wurde durch den Aufbau imperialistischer Machtsysteme. Wir alle tragen ein Liebestrauma, also als menschheitliches Erbe dieser Geschichte tragen wir alle hier ein Trauma in der Liebe in uns. Die Geschlechter haben sich über Jahrhunderte gesucht und verfehlt. Wir konnten uns nicht finden. Man muss ja nur hinschauen. Die Welt leidet an Liebeskummer. Und die Menschheit hat unglaublich viel unternommen, um sich zu heilen. Durch Religion, durch Moral, durch Geomantie, durch heilige Geometrie, durch ungeheure Veranstaltungen, aber fast nie durch die Heilung des Inneren. Sie hat Religion, Moral, all die Dinge gesetzt an die Stelle des Inneren, an die Stelle von Sex, Liebe, Partnerschaft, Vertrauen, Gemeinschaft. Daraus kommt der Glaube, der wirkliche Glaube. Wenn Menschen anfangen, an sich und an die anderen glauben zu können, dann entsteht das, wovon Jesus von Nazareth geträumt hat. Dass das Königreich Gottes auf die Erde kommt. Im menschlichen, zwischenmenschlichen Bereich liegt der Schlüssel. Und dafür müssen wir Systeme aufbauen, die es uns ermöglichen, in der Liebe und in der Sexualität und in der Partnerschaft nie mehr zu lügen.
Das ist eine echte neue Themenstellung. Baut soziale Systeme auf, baut Gemeinschaftssysteme, Ökonomiesysteme, Ökologiesysteme auf, wo ihr euch nicht mehr belügen müsst, wo Menschen anfangen, sich wieder vertrauen zu können, wo Liebende anfangen können, wieder an die Dauer ihrer Liebe glauben zu können. Es zerbricht ja überall. Wo das, was wir lieben, wieder Dauer kriegt. Wo Kinder anfangen können, wieder an den Zusammenhalt mit den Eltern glauben zu können. Dass sie aufwachsen ohne Verlustangst, ohne Trennungsangst. Und dafür brauchen wir neue soziale, neue sexuelle, neue ethische Systeme. Ich habe hier im Buch geschrieben von der Ethik der freien Sexualität. Jetzt arbeitest du ja seit fast 40 Jahren am Aufbau von funktionierenden Gemeinschaftsmodellen. Und als du angefangen hast in den 70ern, wurden Hunderte oder vielleicht Tausende Gemeinschaften gegründet, von denen fast alle gescheitert sind. Und die Frage, die ich stellen möchte, ist, warum ist dieses Projekt nicht gescheitert? Was sind die Grundlagen für den Aufbau einer erfolgreichen und stabilen Gemeinschaft? Ja, schöne Frage. Also das Erste ist, dass die Mitglieder einer Gemeinschaft Vertrauen zueinander finden. Vertrauen auf einer menschlichen Ebene, ganz einfach Vertrauen. Dass sie anfangen, sich gegenseitig zu mögen. Wir haben dafür bestimmte Methoden eingeführt, das SD-Forum, Selbstdarstellung vor der Gruppe, das ist kurz beschrieben im Buch. Die Herstellung von Vertrauen ist die Grundlage. Und das dauert lang, denn die bestehende Gesellschaft basiert nicht auf Vertrauen, sondern auf Misstrauen natürlich. Sonst gäbe es kein Militär, keine staatlich mit Milliardensummen unterstützte Waffenproduktion. Unglaublich. Das Zweite ist, jede Gemeinschaft braucht, damit sie sich stabilisieren kann, ein Ziel, ein Zielkonzept. Sie muss wissen, was sie will. Heute gibt es eine globale Friedensbewegung, die aber noch keine ist. Es gibt noch keine globale Koordination. Wir brauchen Gemeinschaften, die koordinationsfähig werden, weil sie das, was in allen diesen vielen, vielen Gemeinschaften auf der Basis dasselbe ist, der Wunsch nach Friede, ein Gefühl für Humanität, Liebe zu Kindern, zu Tieren, all das, weil sie in der Lage sind, das zusammenzubringen in einer Zielperspektive, in Verbindung mit den Dingen, die notwendig sind, um es zu verwirklichen. Das ist natürlich ein neuer, epochaler Lernprozess. Richtig fundiert auszusteigen aus der Tötungsgesellschaft und einzusteigen in eine Friedensgesellschaft, ist eine solche innere Umdrehung der Paradigmen und der Axiome, nach denen man normalerweise lebt. Das muss gelernt werden. Aber es gibt im Inneren jedes Menschen eine Matrix, die diesem Lernen Resonanz verleiht. Also jeder kann es lernen, wenn er oder sie will. Das ist eine Geschichte, die viel kontinuierliche Forschungsarbeit braucht. Also 40 Jahre, nach 40 Jahren konnte ich dieses Buch schreiben. Mit dieser Gewissheit, die da drin steckt.
ja, die Erde und der Mensch ist heilbar. Wenn er oder sie bereit ist, das Innere zu korrigieren. Und auch in den heiligsten Bereichen, nämlich Religion und Eros, nicht mehr zu schwindeln, sondern wahrheitsgemäß zu leben. Das ist eine neue Geschichte. Man kommt sich so ein bisschen vor wie ein Prediger, ein Pfarrer der Revolution. Ich kann nichts dafür. Die Dinge stehen im Buch in gebotener Nüchternheit und ich hoffe, dass sie gut ankommen. Jetzt ist ein zentrales Thema in dem Buch auch das kollektive Trauma, wo du schreibst, dass es eine kollektive Angststruktur gibt, die diesen Weg zur Befreiung von Eros und Religion eigentlich permanent im Menschen blockiert. Und kannst du sagen, woher dieses Trauma kommt und worum es sich dabei handelt und auch wie es aufgelöst werden kann? Wir alle kommen aus einer Kriegsgesellschaft und einer sehr langen, vieltausendjährigen Kriegsgeschichte. Das Land, in dem wir heute leben, wurde durch Krieg erobert. Unsere westlichen Kulturen, die USA zum Beispiel, entstand aus irrsinnigen, grausamen Kriegen. Man stelle sich vor, die Kriege gegen die Indianer, also gegen die einheimische Urbevölkerung. Dann die Gewalt, mit der Millionen von Afrikanern aus ihren Heimatdörfern in Afrika geholt wurden. Sie wurden in Sklavenketten gelegt, auf furchtbare Schiffe verladen und in die USA geschleppt, um dort Sklavenarbeit zu verrichten. Alles das. Also die moderne Gesellschaft, auch Deutschland, Preußen und alles davor, eine Kette von fürchterlichen Kriegen. Und wenn man hinschaut, was Krieg bedeutet, wenn eine Familie wie in Gaza oder wo immer zusammensitzt und die Decke kommt runter, weil irgendwo eine Bombe explodiert, was Krieg real bedeutet. Und das Jahrhundert für Jahrhundert für Jahrhundert ad infinitum. Es geht ja immer so weiter, wenn man insgesamt auf die Erde schaut. Und dieses Entsetzen, mit dem unsere Leute in Dresden oder in Berlin in die Keller flüchteten und doch keine Chance hatten im Zweiten Weltkrieg. Ich war in Berlin dabei. Ixton de Bie. Ich habe es erlebt, wie man runterrannte. Ich hatte keine Angst, aber meine Eltern haben geschrien. Meine Mutter. Wenn man weiß, dass das heute weiter überall geschieht und von westlicher Waffenproduktion und Waffenexporten auch noch geschürt wird, wenn man weiß, dass der Obama eine Drohnenindustrie ohne Ende aufgebaut hat und weiter aufbauen will, Obama, der Friedensapostel der westlichen Welt, und wenn man weiß, wie viel unschuldige Zivilisten in Afghanistan durch Drohnen umgebracht wurden, dann sieht man eine Kette, die immer weitergeht. Es ist heute so wie im Römischen Reich und wie im Assyrischen Reich. Wir müssen diese Geschichte beenden. Diese Geschichte aber hat in unserem Inneren ein Trauma hinterlassen. Und wir alle haben Teil an diesem Holon der Geschichte. Und diese schrecklichen Erlebnisse sind eingestempelt in unsere Erinnerung. Wir tragen ein Erbgedächtnis in uns. Und dieses Erbgedächtnis enthält das geschichtliche Trauma. Wir tragen den Schreck in uns, den Schreck einer Menschheit, die mit diesen Methoden sich entwickelt hat, sich ruiniert hat. Ich hoffe, wir sind am Ende dieser Entwicklung. Wir sind heute in der Lage, die Geschichte zu durchschauen.
Wir sind sowas wie das Auge der Evolution. Wir können hinschauen, was wir gemacht haben. Und wir alle waren irgendwie beteiligt daran. Ich war auch beteiligt. Aber eben, wir sind das Auge der Evolution. Wir können erkennen, was für einen Wahnsinn wir angerichtet haben auf dieser Erde. Und wie heute Milliarden von Menschen und von Tieren unter diesem Wahnsinn leiden. Und da wir das verstehen können, können wir auch den Schalter drehen, um den Wahnsinn zu beenden. Und das müssen wir tun, weltweit. Ich habe das Buch geschrieben, damit es möglichst schnell in die Welt kommt und sich weit verbreitet. Es ist nicht der Wahrheit letzter Schrei. Es ist der Notruf der Erde, der durch dieses Buch geht und ein Angebot für die Heilung. Und alle, die da mitdenken, mögen ihre Beiträge leisten, damit ein World Council, eine Weltkooperation zustande kommt für die Gründung von Gemeinschaften in allen Ländern, die nach diesen Lebensprinzipien arbeiten. Ich weiß schon gar nicht mehr, was du gefragt hast. Ich frage nochmal nach zum Thema des kollektiven Traumas, weil du auch eine sehr hohe Bewusstseinsinstanz im Menschen ansprichst, wenn du sagst, wir können erkennen, was wir getan haben und den Fehler korrigieren, weil das Trauma ja etwas ist, was sich verselbstständigt hat, was ins Unbewusste abgedrängt wurde. Und wie kann denn der Mensch Bewusstsein darüber erlangen, was er aus Schmerz verdrängen musste? Also wie kann er zurückkommen zu diesem, wie kann er diese Macht wieder zurückholen? Also Bewusstsein über das Verdrängte erlangt man, indem man dessen bewusst wird. Das kann jeder, falls er oder sie in einer Gemeinschaft lebt, wo man das sagen darf, was man insgeheim denkt und fühlt. Dafür machen wir das SD-Forum und die Kunstaktionen, viele, viele Einrichtungen, die Trancen, damit dieses unbewusste Trauma ans Licht kommt. Das ist schon ein Teil der Heilung. Wenn es von anderen gesehen wird und akzeptiert wird und nicht mehr verurteilt, das ist ein Teil der Heilung. Jeder heutige Mensch hat eine Geisteskrankheit, eine Seelenkrankheit, und wenn er die offenbaren darf, erlebt er oder sie einen Teil der Heilung. Und das andere war die Wiederaneignung der Macht. Indem ich meine Schwächen, mein Trauma öffentlich mache, übrigens ohne Bekennermentalität, sondern in einem revolutionären Sinn, indem ich es öffentlich mache, hebe ich es nach oben. Ich entprivatisiere mein Trauma. Ich sage nicht mehr, es ist mein Thema, ich muss es lösen und ich verzweifle daran, sondern ich entprivatisiere es. Ich weiß, es ist ein menschheitliches Thema und damit ist verbunden eine Aufrichtung. Und das ist die Wiederaneignung von Macht. Ich lasse mich nicht mehr von Therapeuten kaputtschlagen, weil ich eine Macke habe. Und es ist nicht mehr nötig, dauernd um sich selbst zu kreisen, sondern man vereinigt sich auf einer viel höheren kommunitären Ebene in dem Bewusstsein, wir arbeiten zusammen an der Auflösung eines irrsinnigen historischen Traumas, das wir alle in uns tragen, das wir aber heute auflösen können. Und zwar in kurzer Zeit. Also in 2 Jahrzehnten oder so. Oder auch in 2 Jahren, je nachdem. Ich möchte
auch nochmal biografisch nachfragen, weil du ja angefangen hast als Marxist, als Aktivist in der linken Bewegung in der 68er Zeit und dann zu einer Art Umdenken gezwungen wurdest durch das, was du erlebt hast und in das Zentrum deiner Arbeit die Themen von Sexualität und Liebe und Gemeinschaft stellen musstest. Und was hat dich zu dieser radikalen Drehung bewogen? Was hast du erlebt, dass du so 180 Grad gedreht hast? Ich war selber im Raum Mannheim-Ludwigshafen einer der führenden Leute in der linken Studentenbewegung von 1967 bis 1969. Und danach weiterhin 3-4 Jahre in der marxistischen Linken, bis ich austreten musste, weil es in dieser Linken keine Antwort gab auf das innere Thema. Rechts und links von mir brachen die Kommunen zusammen an Eifersuchtskonflikten. Überall scheiterte man am Liebesthema, an Autoritätskonflikten, Heimlichkeiten über Geld und so. Es war Misstrauen in den Gruppen, sie zerbrachen menschlich. Und zwar überall in Deutschland. Und am stärksten war dieses seelische Elend im Bereich von Sex, Liebe und Partnerschaft. Übrigens bei mir auch. Und ich wusste, wir können den erwünschten politischen Erfolg nur erreichen, wenn wir dieses Thema lösen. Und niemand wusste, wie man es löst. Und wenn ich sowas gesagt habe, kam nur Unverständnis oder gar Wut von den Genossen. Und es ging sehr weit. Ich habe gemerkt, so kommen wir nicht durch. So kommt niemand durch. Die marxistische Linke war ein Teil der individualisierten Bürgerwelt. Sie wehrten sich zwar, aber sie haben vergessen, sich gegen sich selbst zu wehren. Sie haben nicht den Kapitalismus in der eigenen Seele ausgeräumt. Und für mich ich hatte eigentlich eine gute Stellung mit relativ gutem Geld, Professurangebot, allem, was man sich so wünschen konnte mit 30 Jahren. Aber ich musste alles verlassen, musste raus aus diesem Leben, aus dieser Welt. Es wurde mir zu schwer, weiterzuleben. Ich habe dann alles Geld abgegeben und das Auto abgegeben. Ich habe alles aufgegeben und bin dann irgendwann in die Einsiedelei in Niederbayern für ein halbes Jahr, um herauszufinden, wie man diesen inneren Knoten auflösen kann. Wie Menschen zusammenleben können ohne dieses innere Elend, so dass dauerhafte Liebe möglich wird, dauerhafte Gemeinschaft, Vertrauen, wirkliche Solidarität, nicht ideologisierte. Ja, und dann kam ich zurück 1977 und begann mit den Vorbereitungen des Projektes in Deutschland. Und jetzt haben wir dieses Projekt als lange Fortsetzung hier in Tamera in Portugal. Es war insgesamt ein ganz schwerer Prozess. Ich habe nichts freiwillig getan. Mir blieb nichts anderes übrig. Es ging um meine seelische Erhaltung, mein eigenes moralisches Überleben in einer Welt, in der der Geist so entstellt war, dass ich keine Kommunikationsmöglichkeit mehr hatte. Und es ging nicht nur mir so.
Und deswegen fand ich auch hinterher Partner und Partnerinnen, Sabine Lichtenfels zum Beispiel, mit denen ich das sofort mitteilen konnte. Es gibt und es gab damals und gibt heute noch mehr Sucher, die wirklich wieder reinen Gewissens leben wollen, freien Herzens und das tun, was heute zu tun ist. Wenn man wieder sich eingliedert in die Gemeinschaft aller lebendigen Wesen auf dieser Erde. Wenn man wieder Anteil nimmt an der Freude der Kreatur und an ihrem Schmerz. Es kann in einer zukünftigen Gesellschaft keine Schlachthöfe geben, keine Tierlaboratorien, keine Pelztierfarmen. Es kann aber auch keine zu engen Liebesstrukturen und Familienstrukturen geben, in denen das Kinderherz gepresst wird, denn dann wird es grausam. Es muss sich ausdehnen können. Dafür brauchen wir neue Formen der Gemeinschaft. Eigentlich weiß das jeder, denke ich. Vor allem jede Frau. Gut. Vielleicht als letzte Frage möchte ich auf ein weiteres wichtiges Thema des Buches zu sprechen kommen, das Thema Religion, was du als Wiederverbindung mit der Schöpfung und dem Urkraftfeld des Lebens benennst. Und kannst du was sagen dazu, warum Religion so wichtig ist für den Aufbau von Terra Nova und was Religion in einem neuen Zeitalter bedeutet? Religion ist die Wiedereinbettung des Menschen in das Ganze des Lebens, die Lebensgemeinschaft mit allen Mitgeschöpfen, die Wiederverbindung des Menschen mit der Universalität des Lebens. Und das nicht nur intellektuell, sondern im Herzen. Die Wiederverbindung intellektuell auch und im Herzen. In der linken Gehirnhälfte und in der rechten, in beiden. Und damit das geschehen kann, müssen wir Organisationsformen finden, die es uns ermöglicht, das Herz wieder zu öffnen, damit es zu der Wiederverbindung kommt. Und dann werden wir merken, wo das Göttliche ist. Das, was von der Religion irgendeinem Schöpfergott zugedacht, zugedichtet wurde, Jahwe oder wie die Götter alle hießen, und der Christengott, er hat keinen Namen außer Gott, das, was der Mensch in diese Gottheiten hinein projiziert hat, das liegt im Wesen des Lebens. Das Leben ist Gott. Und durch die Wiederverbindung mit dem Leben entsteht in allen dasselbe, nämlich Liebe. Man kann nicht anders. Man muss ja nur gucken, wie Tiere spielen miteinander, wie Kinder spielen miteinander, was die für eine sensible Solidarität füreinander haben, wenn sie frei aufwachsen. Es entsteht einfach Liebe durch diese Wiederverbindung, durch diese Herzöffnung. Das ist kein moralisches Prinzip, sondern ein biologisches. Es öffnet sich das Herz. In dieser Herzöffnung erfahren wir etwas in der Liebe und etwas am Leben, was uns ganz tief versichert, dass wir dass uns etwas von der Schöpfung zugedacht wurde, was wir bisher übersehen haben. Und der Mensch erfährt in dieser Verbundenheit seine Zugehörigkeit zum Ganzen. Und in diesem Ganzen waltet ein Geist, eine Welt. Man erlebt das gesamte Universum als einen Lebenskörper, und zwar einen heiligen Lebenskörper. Das ist ein unmittelbares Erlebnis, das hat man sich gar nicht ausgedacht. In jedem Moment, wo diese Verbindung da ist, scheint das Heilige durch.
Und das ist eine religiöse Erfahrung. Und dann nach und nach erinnert man sich an das, was Jesus gemeint hat, was diese ganzen großen Heiligen in der Weltgeschichte gemeint haben. Und man erfährt, Mensch, das bin ich doch auch. Muss ich denn immer auf die Heiligen projizieren? Könnte nicht jeder eigentlich ein Heiliger sein? Oder muss nicht jeder einer sein? Man muss ja nur ernst nehmen, was da steht, im Matthäus-Evangelium. Ich will jetzt keine Reklame für das Christentum machen, aber es gibt Grundlagen, an die man sich durchaus halten kann und die man eben erkennt. Und je mehr man diesen Schritt geht, desto mehr kommt etwas Höheres, Größeres ins Visier. Ich merke, ich bin Teil einer göttlichen Welt. Bis hin zum Andromeda-Nebel merke ich, ich bin ein Organ in einer unglaublichen, offenbar unbegrenzten göttlichen Welt. Und mit diesem Blick schaue ich dann zurück auf die Erde, auf die Blumen, auf die Liebe, auf die Kinder und merke, das ist ja alles Teil einer göttlichen Welt. Jetzt das Licht da draußen. Die Sonne. Die Sonne ist Teil einer göttlichen Welt. Schenkt uns Wärme und Energie und Licht. Das haben nicht wir gemacht. Wir haben uns auch selber nicht gemacht. Wir kommen offenbar, empirisch, nicht aus uns. Wir kommen aus einer anderen Welt, aus einer göttlichen Welt. Aber wir haben das Wissen eingebaut. Wir können diesem Wissen folgen und uns wieder verbinden mit dieser Welt. Das gehört mit dazu für den Aufbau funktionierender Gemeinschaften. Diese Wiederverbindung muss schon geschehen. Das ist viel tiefer als die marxistische Geschichtsbetrachtung. Es geht hier um eine andere Geschichtsbetrachtung, wo der Mensch sich ungefähr vor 6000 Jahren losgelöst hat aus der göttlichen Welt und alles, was dann folgte, bis hin zur kapitalistischen Offensive auf das Leben insgesamt, war Folge dieser Trennung. Heute sind wir an dem Punkt, wo es kein Weiterkommen gibt, für kein Individuum und für keinen Staat, wo wir aber fähig sind, das Ganze zu erkennen und zu korrigieren. Die Rückkehr zu der Welt, von der wir uns getrennt haben vor einigen tausend Jahren, die Erkenntnis, diese Welt gibt es, die umgibt uns ständig und wir tragen sie in uns. Wir sind eine Manifestation der göttlichen Welt. Und entsprechend wollen wir uns wieder verwirklichen. Auferstehung heißt, dass der Mensch sich wieder mit seiner eigentlichen Natur verbindet und mit seinen eigentlichen Möglichkeiten der Heilung. Ich glaube, das war's. Vielen Dank. Ja, klar. Möge es rausgehen.